Jo, moin Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Tim hier. Erstmal eine kleine Entschuldigung, die letzten Videos sind ein bisschen länger her. Ich habe das Diorama endlich fertig. Das hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, sollte es aber auch, sollte vernünftig werden. Und zusätzlich bin ich auch noch ein bisschen krank. Ich nehme das Ganze auch so gerade mit dem Anfang. Das heißt, ich rede noch nicht voll durch die Nase und so weiter. Und die Laufnase ist noch nicht furchtbar, deswegen noch mal einmal vorbereitet. Aber es kommt wieder mehr. Demnächst kommt ein Making-of davon. Und wenn ihr das seht, dann bin ich quasi wieder gesund. Und mein Ironman Mark 6 Foto-Review ist fertig. Und der Bart sitzt immer noch scheiße. Übergangsphase, ich versuche den länger wachsen zu lassen. Und das Ironman Mark 6 Review ist auch vorbereitet und geht dann hoffentlich auch bald raus. Genauso wie das Making-of. Aber kommen wir erstmal hierzu heute. Multi-Unboxing. Mit allerbesten Dank wieder mal an Kevin Lamb und TF Robots. Die haben mir endlich meine Teil 2 und 3 von Unique Toys Bruticus, aka, was ist das? Ragnaros in der Stellar Warrior Line zugeschickt. Da habe ich endlich mal weitergemacht. Ich dachte erst, ich nehme direkt Zeta, aber für mein IDW Shelf oder für meine 2 IDW Shelves wollte ich dann doch ganz gerne Armageddon haben. Von daher gucken wir mal rein. Ich wollte das ein bisschen vorbereiten, aber habe gemerkt, das geht diesmal relativ einfach. Deswegen bin ich da direkt sozusagen durchgezogen und habe gesagt, das machst du jetzt so. Wieder ein schön großer Karton drin. Alles perfekt fertig gemacht von Kevin. In dem Sinne alles absolut unkaputtbar. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich wollte irgendwas mit freundlich sagen, aber ich kriege die Kombination nicht ganz hin. Wie ihr merkt, der Kopf arbeitet schon ein bisschen langsamer. So, da haben wir schon mal den Schipper. Was war denn da original drin? Ich finde sowas immer ganz interessant. Was haben wir nicht original drin gehabt? 6 Pieces. Okay. Das waren 6 Stück von den Transformers Legends Exclusive Repugnus und Grotesque. Guck mal an. Die Kartons, die kann man ganz gut immer doppelt und dreifach verwenden. Ich mag das eigentlich auch mal ganz gerne. Deswegen habe ich auch eine ziemlich umfangreiche Kartonsammlung auf dem Dachboden, weil man womöglich immer mal irgendwas verschicken will. So, dann haben wir es auch gleich. Zack, zack, zack. So, das schieben wir einfach hier hinter. Da haben wir das und dann haben wir hier zwei Stück von denen. Oh, sogar mit Kantenschutz. Sehr schön. Das finde ich gut. So verpackt man, muss ich sagen. So verpackt man. So muss das sein. Da sollten sich mal ein paar Leute, zum Beispiel die chinesischen Hot Toys Seller, eine Scheibe von abschneiden. Da habe ich nicht nur einmal Figuren in Schaumstoffpackung gekriegt. Und dann war die Box da drinne und also ging echt gar nicht. So, Nummer 1, Stellar Warrior, MO1 Archimond, aka Constructicon Brawl. Sieht doch nett aus. Schicke Box. Window Box hatte ich auch noch nicht, abgesehen von Calgos, also Onslaught. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 haben wir hier Gazranka. Keine Ahnung, wer auf die Namen gekommen ist. Rundherum auch ein bisschen was. Das zeige ich euch dann im Review. Auf dem Rücken. Auch wieder die üblichen Shots. Aber die Bots selber, die sehen halt sehr geil aus. Also Swindle ist unmissverständlich Swindle. Allein schon das Headsculpt. Das zeige ich euch mal eben. Das ist wirklich saugeil. Also was ich da reviewweise gesehen habe, ob es jetzt Ben ist oder Bobby. Richtig cool. Und er kommt halt auch mit ein paar Sachen, logischerweise. Wir haben hier, als allererstes haben wir hier den Combiner Fuß. Ganz schöner Klotz.
schöne Farbapplikationen drauf. Und alles klar. Friction Tilt, Friction Rocker, schönes Ding. Und seine Waffe, die allein schon so fast für Bruticus geht. Also die Bruticus Waffe wird echt ein Riesending. Auch schöne Farbapplikation. Ich glaube, das seht ihr so schon genug. Sieht gut aus. Schwarz, bisschen Gunmetal. Und dann Swindle Silber. Sieht richtig cool aus. Ich mag dieses weiche Plastik, was wir benutzt haben. Der sieht absolut spitze aus, muss ich sagen. Kann man nichts gegen sagen. Sehr cool. Also spot on, wie man sozusagen fliegt. Auf dem Rücken der Reifen ist wohl falsch angebracht. Den kann man wohl dann hochklappen, habe ich mir sagen lassen. Irgendwie. Alles klar. Den kann man dann genau, einmal so und dann liegt er so ran. Sieht auch gut aus. Aber damit er besser in der Box liegt, haben sie ihn einfach reingelegt. Mag ich. Finde ich cool. Mit dem werde ich gleich eine Runde rumspielen. Und Sammelkarten. Das finde ich immer cool. Das heißt, um Bruticus wird eine ordentliche Sammelkartenansammlung liegen. So, eins. Jetzt gucken wir uns nochmal Archimon an und dann kommen wir zum Bonus-Ding. Da kriegt der Kevin auch noch mal ein spezielles Dankeschön. Da darf ich mir mal wieder was angucken. Daher auch die zusätzlichen Sachen beim Video. Aber dazu gleich mehr. Und hier haben wir Archimon. Combiner Fuß ist natürlich derselbe. Aber er kommt hier mit zwei Waffen. Bisschen Silber, bisschen Gunmetal, bisschen Oliv. Für so ein paar Armeegeschichten. Und die packen dann ganz normal in seine Hände ein. Keine Raketenwissenschaft und der sieht auch spitze aus. Also ich mag das, dass die ein bisschen slimmer sind. Bisschen mehr Sleek Design, ne? Sieht gut aus. Schöne Panzerbits. Anthrazit. Tanktreads, hier Kettenfahrzeug, Kettenantrieb. Macht doch was her. Macht doch echt was her. Finde ich schwer cool. Sehr geil. Naja, und Anleitung und Sammelkarte natürlich auch wieder bei ihm. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist. Überall sind immer irgendwelche Kleberreste, das ist merkwürdig. So, und dann den auch noch mal wieder schnell in the fucking box. Und was anderes ist das hier im Endeffekt nicht. Das ist nur ein großes What's in the fucking box. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich mir den angucken darf. Transform Element TE01. Den Titel weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass Magic Square der Light of Freedom war. Alles klar, das war OP Leader. Ja, schöne Box. Sehr cool. Auch mal für euch ein bisschen relativ edel gemacht, sag ich mal. Rundrum alles so partiell foliert. Die Box selber nicht wirklich. Die Box selber ist cool gemacht. Vorne drauf, das ist schon Perl. Die Grafik selber ist dann voll glänzend. Und an der Seite und hinten haben wir dieses Gitterdesign. Und das Gitterdesign ist auch wieder doller glänzend. Und dieses darunter liegend ist Perl. Interessant. Ich finde ja, der Prime ist ziemlich cool. Also ich glaube fast, dass das ehrlich gesagt meine neue Optimus Prime Variante wird. Wobei ich momentan immer noch am Schwimmen wird. Ehrlich gesagt zwischen ihm und dem offiziellen, muss ich ja sagen. Ich habe vom offiziellen sogar einen guten Preis gesehen. Schwer. Oh, der kommt sogar mit ein paar Emblemen. Das wusste ich auch nicht. Die werde ich natürlich nicht anbringen. Da kriegt derjenige, der den guten Kerl hier dann am Ende sein eigen nennen darf.
Wow. Das war die Anhängerkupplung. Die und die Energon-Axt hängen. Die sind einfach mit rausgekommen. Also Energon-Axt echt toll. Und der Prime sieht ja mal klasse aus. Da kann ich nur sagen, Takara, zieht euch warm an. Mein lieber Shoddy. Du meine Fresse. Also das ist ein Unterschied. Jo. Jo, jo, jo. Das ist ja mal ein Optimus Prime. Alter, der sieht toll aus. Schön Cartoon akkurat. Echt Granate. Der sieht spitze aus. Mal kurz so ein paar Details angucken. Matrix Chamber hier. Also Matrix Chamber ist bisher das detaillierteste, was wir bisher bei jedem Prime hatten. Bei jedem vorigen, muss man ja eigentlich so sagen. Und da ist die Matrix. Die ist auch die-cast. Und klappt ganz normal wieder ein. Also das ist wirklich ein hervorragender Prime. Rücken sehr aufgeräumt. Gesicht sieht toll aus. Ist halt Cartoon akkurat, ne? Deswegen haben sie die Oberschenkel, Hüfte und auch das Gesicht weiß gemacht. Das war ja nicht Silber. Oh, schöner Knieband. Finde ich toll. Die-Cast Kniegelenke. Das Ratchet ist ja mal was anderes. Hört mal. Schön. Mag ich. Naja, und das ganz wichtige Cartoon akkurat. Das heißt, an den Seiten sieht man keine Räder und so weiter. Zwar hier ein Slider, aber sonst toll. Echt toll. Ich bin schwer begeistert. Also da bin ich wirklich begeistert. Das erste Ding von der Firma. Und ich würde es fast ein Home Run nennen, wenn ich mir das hier so angucke. Leicht gängige, aber schwer genug laufende Hip-Skirts. Echt gut. Echt gut. Wobei zu den Seiten, die funktionieren jetzt ehrlich gesagt nicht so. Da ist das hier eingepackt, aber nach vorne und nach hinten ist das vollkommen ausreichend. Also ganz ehrlich. Und schön schwergängige Ratchets an den Thighs. Echt gut. Toll. Wirklich toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Transform Element. Hut ab. Waffe auch schön. Oha. Kommt so mal eine LED. Ich halte das nicht direkt rein, aber ihr seht das. Batterie verbaut. Wirklich gut. Wirklich gut. Die Energon-Axt, sehr klares, durchsichtiges Plastik. Mit einem eingebauten Swivel, das ist auch mal was anderes. Finde ich auch cool. Und die Anhängerkupplung. Finde natürlich schade, dass sowas nicht im Transformationsprozess selber mit eingebaut ist, aber ist okay. Ist absolut okay. Ja, und die Anleitung, da bin ich mal gespannt. Schön ist die One-Art, also das Konzept haben sie wirklich gut in den Board übertragen, muss ich sagen. Deformation. Und was ich hier von der Anleitung sehe, sieht sehr detailliert aus. Ich glaube, das wird ein Kinderspiel. In dem Sinne, ja, ich würde sagen, mit dem Anbahnen meiner Erkältung und dass das gerade alles ein bisschen schlimmer wird, klinke ich mich für heute jetzt mal aus. Wie immer, danke fürs Einschalten. Das sage ich ein bisschen selten, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ihr einschaltet und ich weiß das absolut zu schätzen. Ich versuche halt dem deutschen Sektor ein bisschen was anderes zu geben. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Irgendwo scheint es zu klappen. Ich habe 164. Irgendwer hat ein Abo fallen lassen, aber ist egal. 164 Abonnements mittlerweile. Also ja, wie gesagt, ich weiß es zu schätzen. Und damit ja, wünsche ich euch erstmal ein paar angenehme Resttage, wie auch immer das aussieht, wann auch immer ich das Ding rausschicke. Ich wollte erstmal halt gesund werden, wie gesagt, aber das wollte ich als Vorbereitung aufnehmen. In dem Sinne. Kontaktdetails in meinem Profil, in der Beschreibung. Würde mich freuen. Schreibt mich an. Mail, Facebook, Instagram, whatever. Von daher. Ja,
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.